Wenn Sie einen Garten mit vielen gesunden Früchten haben möchten, stellen Sie diesen einfachen Dünger selbst her. Ihre Tomaten, Paprika und Gurkenpflanzen werden mit unglaublichem Wachstum, dunkelgrünen Blättern und deutlich mehr Früchten als zuvor zurückkehren. Das Beste daran? Sie benötigen dafür keine teuren Präparate aus dem Laden. Bevor wir Ihnen das Rezept verraten, schreiben Sie uns in den Kommentaren: Haben Sie schon einmal selbst Dünger für Ihren Garten hergestellt? Ja oder nein? Und hinterlassen Sie uns gerne ein Like, denn solche Tipps sind für jeden Gärtner wertvoll. Vielen Dank dafür. Dieser Dünger unterstützt Pflanzen besonders in der Wachstumsphase und Blütenbildung. Tomaten bekommen kräftigere Stängel und mehr Blüten. Paprika entwickeln größere Früchte und Gurken wachsen schneller und produzieren deutlich mehr gesunde Früchte. Wichtig ist, dass Sie die Pflanzen nicht in der prallen Sonne gießen. Die beste Zeit ist früh morgens oder am frühen Abend, wenn der Boden noch nicht heiß ist. Gießen Sie die Pflanzen vor dem Düngen immer leicht mit klarem Wasser, falls der Boden trocken ist. So können die Wurzeln die Nährstoffe besser aufnehmen. Tomaten sollten mit dieser Düngung versorgt werden, sobald die Pflanze nach dem Einpflanzen kräftiger geworden ist. Anschließend alle 10 bis 15 Tage wiederholen. Paprika profitieren besonders von regelmäßiger Düngung während der Blüte und Fruchtbildung. Diese Mischung stärkt Gurken enorm für neues Wachstum und kontinuierliche Fruchtbildung. Wichtig ist außerdem, trockene Blätter zu entfernen, das Gewächshaus regelmäßig zu lüften und nicht zu viel zu gießen, da Staunässe oft die größten Probleme im Garten verursacht. Viele Gärtner bemerken den Unterschied schon nach wenigen Tagen. Die Blätter werden dunkler, die Pflanzen wirken kräftiger und die Blüten vertrocknen und fallen weniger ab. Und hier das Rezept. In ein großes 100 Liter Fass Wasser geben. 1 Esslöffel weiße Trockenhefe, gut verrühren, einige Stunden quellen lassen. Die Pflanzen mit dieser Düngung direkt an den Wurzeln gießen. Pro Pflanze reichen je nach Größe ein halber bis 1 Liter der Mischung. Liebe Gärtner, teilt dieses Video gerne mit euren Freunden in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank. Wenn Sie Ihre Gurken so gießen, erhalten Sie dunkelgrüne Blätter, kräftige Stängel und so viele Früchte, dass Sie sie gar nicht ernten können. Viele Gärtner berichten, dass ihre Gurken zwar gut anwachsen, dann aber die Blätter gelb werden, die Blüten abfallen und die Früchte klein oder bitter bleiben. Das Problem liegt meist nicht an den Samen, sondern an der Düngung und der Anbaumethode. Gurken gehören zu den anspruchsvollsten Pflanzen im Garten und benötigen gleichmäßige Feuchtigkeit, warmen Boden und regelmäßige Nährstoffe. Werden sie nur kurzzeitig nicht gegossen oder gedüngt, verlangsamt sich ihr Wachstum sofort. Deshalb muss der Boden immer leicht feucht, aber niemals durchnässt und matschig sein. Am wichtigsten ist es, morgens oder am frühen Abend zu gießen, niemals in der prallen Sonne. Direktes Gießen auf die Blätter in der Hitze führt oft zu Problemen und Krankheiten. Gurken bevorzugen besonders lockeren, humusreichen Boden. Daher ist es ratsam, etwas Kompost oder alten, verbrannten Mist um die Pflanze herum zu verteilen. Ein weiterer häufiger Fehler ist, erst zu düngen, wenn die Pflanze bereits geschwächt ist. Gurken müssen regelmäßig in kleinen Mengen gedüngt werden, damit sie ständig neue Früchte bilden. Besonders während der Blüte- und Fruchtbildungsphase benötigen sie mehr Nährstoffe, da sie in dieser Zeit viel Energie verbrauchen. Entfernen Sie unbedingt die gelben unteren Blätter und lassen Sie die Früchte nicht zu groß werden. Je mehr Gurken Sie ernten, desto mehr produziert die Pflanze. Wenn Sie die alten, großen Früchte stehen lassen, verlangsamt sich die Bildung neuer Früchte. Viele Gärtner bemerken einen großen Unterschied, wenn sie natürliche Düngemittel anstelle von starken Chemikalien verwenden. Die Pflanzen sind gesünder, die Blätter kräftiger und die Früchte viel schmackhafter und saftiger. Wenn auch Sie einen Garten voller gesunder Gurken möchten, schreiben Sie in die Kommentare: Ich will auch eine reiche Gurkenernte. Und abonnieren Sie unbedingt meinen Kanal, denn ich teile täglich die besten natürlichen Tipps für eine reiche Ernte im Garten. Nun zum Rezept. 1 Liter Milch, 10 Liter Wasser und ein... Wenn Sie Ihre Gurken so gießen, erhalten Sie dunkelgrüne Blätter, kräftige Stängel und so viele Früchte, dass Sie sie gar nicht ernten können.
Viele Gärtner berichten, dass ihre Gurken zwar gut anwachsen, dann aber die Blätter gelb werden, die Blüten abfallen und die Früchte klein oder bitter bleiben. Das Problem liegt. Heute bereiten wir eines der besten Biodüngemittel für Tomaten, Paprika und Gurken zu. Wenn Sie üppig blühende Pflanzen mit kräftigen Stängeln und vielen gesunden Früchten wünschen, bleiben Sie bis zum Schluss dabei. Denn das Rezept, das ich Ihnen heute verrate, wird seit Jahren in Gärten auf der ganzen Welt verwendet. Aber bevor ich Ihnen zeige, was wir ins Gießwasser geben, habe ich eine Frage an Sie. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass manche Pflanzen zwar gesund aussehen und viele Blätter haben, aber trotzdem nur spärlich blühen und wenige Früchte tragen? Viele denken sofort, dass es am Boden oder am Wetter liegt. Oft fehlen der Pflanze jedoch nützliche Bakterien und Nährstoffe, die sie für ein kräftiges Wachstum benötigt. Deshalb geht es heute um eine einfache Zutat, die viele bereits zu Hause haben, aber selten richtig im Garten verwenden. Bevor ich Ihnen das Rezept verrate, schreiben Sie mir doch in die Kommentare, was Sie gerade anbauen: Tomaten, Paprika oder Gurken. Und vergessen Sie nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, denn ich teile täglich einfache Tipps für einen üppigeren und gesünderen Garten. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. Gießen Sie 10 Liter Wasser in einen Eimer und geben Sie eine Tasse Naturjoghurt hinzu. Gut verrühren. Joghurt enthält nützliche Bakterien, die die mikrobiologische Aktivität des Bodens fördern. Pflanzen sehen nach der Behandlung oft frischer und kräftiger aus. Sie können diese Mischung auf 2 Arten verwenden. Zum Gießen: gießen Sie die Mischung um die Wurzeln der Pflanze auf feuchter Erde. Zum Besprühen der Blätter: füllen Sie die Lösung in eine Sprühflasche und besprühen die Pflanzen früh morgens oder früh abends, wenn die Sonne nicht zu stark scheint. Sie können die Behandlung während der Vegetationsperiode alle 10 bis 14 Tage wiederholen. Probieren Sie es selbst aus und schreiben Sie mir Ihre Ergebnisse in die Kommentare. Haben Sie schon einmal Joghurt im Garten verwendet? Wenn ja, an welchen Pflanzen? Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Viel Erfolg! Passiert es Ihnen auch, dass Ihre Gurke, Paprika oder Tomate üppig blüht und dann plötzlich die Blüte abfällt, ohne etwas zu tragen? Wenn ja, sind Sie nicht allein. Viele Gärtner machen denselben Fehler. Doch heute verrate ich Ihnen eine einfache Sache, nur ein Tropfen, der alles verändert. Erstens: warum fällt die Blüte ab? Der häufigste Grund ist Nährstoffmangel. Die Pflanze hat nicht genug Kraft, jede Blüte zu ernähren, also wirft sie einfach ab. Der zweite Grund ist mangelnde Bestäubung, insbesondere bei Insektenmangel im Garten. Der dritte Grund sind Temperaturstress und unregelmäßiges Gießen. All das beeinträchtigt die Fruchtbildung. Aber keine Sorge, ich habe eine Lösung. Und Sie, liebe Freunde, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie sofort die Glocke, um über jedes neue Video benachrichtigt zu werden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon bemerkt, dass die Blüten abfallen und an welchen Pflanzen? Denn jetzt kommt das Wichtigste: ein natürlicher Tropfen Kraft für eine üppige Ernte und kräftige Früchte. Rezept: nur 1 Tropfen für eine reiche Gurkenernte. Nehmen Sie 1 Liter warmes Wasser, 1 Teelöffel Honig, 1 Tropfen Jod, ja nur 1 Tropfen. Gut vermischen und die Pflanzen alle 10 Tage direkt an der Wurzel damit gießen. Nicht mehr. Honig nährt die Pflanze, Jod stärkt die Blüte und regt die Fruchtbildung an. Das ist die perfekte Unterstützung, wenn die Pflanze zwar blüht, aber nicht die Kraft hat, Früchte zu tragen. Abonnieren und liken Sie das Video, wenn Sie es hilfreich fanden, und wenn Sie jemanden kennen, der Probleme mit Gurken hat, teilen Sie es mit ihm. Mögen auch Sie eine reiche Ernte einfahren mit nur einem Tropfen. Vielen Dank, dass Sie unserem Kanal Ratschläge von Biologen folgen.